Ich komme aus dem Kongo. Ich habe es mir nicht ausgesucht, hierher nach Europa zu kommen. Ganz im Gegenteil. Ich wurde dazu gezwungen, mein Land zu verlassen. Ich sah das Elend rund um mich herum. Ein Elend, das gezielt herbeigeführt wird. Aus diesem Grund habe ich mich dem gewaltfreien Kampf angeschlossen, um einen Wandel für mein Land herbeizuführen. Doch die Diktatur in meinem Land zwang mich dazu zu flüchten. Emmanuel, was denkst du, wenn du all diese Reichtümer hier siehst? Wenn du die Diamanten siehst, die hier verkauft werden? Naja, zunächst bin ich über den Preis erstaunt. Hier 7.680 € und hier 13.300, also sehr teuer. Ja, das ist für die Reichen. Viele Diamanten, die hier verkauft werden, kommen aus meiner Stadt, aus Mbuji-Mayi. Doch wenn man in Mbuji-Mayi ankommt, wird man sehen, dass die Lage dort absolut trostlos ist. Es gibt keine Schulen, überall klaffen offene Erdlöcher. Man hat nichts dort gelassen? Nein, nichts wurde dort gelassen. Die gesamte Ausbeute aus der Diamantenförderung wird exportiert und meistens nach Europa oder Amerika gebracht. Im Kongo hingegen leben die Menschen in einem absoluten Chaos. Den Ursprung der Krisen in Afrika führt Mbolela auf die Geschichte des Kontinents zurück. Auch heute kommen die Ressourcen afrikanischer Länder meist nicht ihren Bewohnerinnen und Bewohnern zugute. Im Falle des Kongo sind es neben Gold, Kupfer und Coltan, welches für die Produktion moderner Smartphones benutzt wird, auch seltene Erden und Diamanten. Emmanuels Fluchtgeschichte ähnelt vielen, die aus Kriegsgebieten südlich der Sahara stammen. Auf der Suche nach Sicherheit ziehen sie von Land zu Land. Dabei sind sie Vergewaltigung, Hunger, Schlafmangel und Kälte ausgesetzt. Auf dem Weg habe ich viel Gewalt erlebt. Auch Freunde, mit denen ich gereist bin, und vor allem Frauen, die mit auf der Reise dabei waren, erlitten schreckliche Gewalt. Es ist nicht einfach auf den Routen der Flucht. Als Mann erleidet man Gewalt, aber die Frauen bezahlen oft einen doppelten Preis. Seine Erfahrungen verarbeitete Mbolela in einem Buch. Gemeinsam mit dem Wiener Journalisten und Übersetzer Alexander Beer reist er durch Europa und hält Vorträge und Lesungen. Ich hatte Schläge am Kopf und am linken Bein abbekommen. Ich selbst blutete stark. Andere Genossen wurden schwer verletzt. Über 150 Demonstrierende, unter ihnen Studierende, sowie Aktivisten der UdPS wurden verhaftet, in die Kerker der Sonderdienststellen geschafft und dort gefoltert. Eingesperrt in kleine Zellen von gerade einmal 10 Quadratmetern fanden dort einige den Tod. Sie starben an Sauerstoffmangel und an Durst. Ich arbeite daran, Bewusstsein für die Auswirkungen der imperialen Lebensweise des Westens herzustellen. Denn aufgrund dieser imperialen Lebensweise werden in Afrika Verbrechen begangen. Grund dafür ist die Suche nach Rohstoffen, mit denen hier in Europa große Gewinne erzielt werden. Mein Ziel ist, die Europäerinnen in Bezug auf all diese Fragen zu sensibilisieren, damit sie diese Zusammenhänge verstehen. Sein aktuelles Buch »Mein Weg vom Kongo nach Europa« ist bereits in der 4. Auflage erschienen. Im Herbst wird es in den USA veröffentlicht. In der Zwischenzeit arbeitet Mbolela an seinem neuen Buch. In diesem widmet er sich noch ausführlicher den Zusammenhängen zwischen dem Konsumverhalten in westlichen Staaten und den Verhältnissen in Afrika. Aus diesem Grund versuche ich nun, auf die politischen Entscheidungsträger hier in Europa einzuwirken und sie für die Konsequenzen ihrer Politik zu sensibilisieren. Es ist wichtig, ihnen klar zu sagen, dass ihre Politik Menschenleben gefährdet
Sie müssen den Mut aufbringen, den aktuellen Problemen auf den Grund zu gehen und zu begreifen, warum Menschen ihre Länder verlassen. Ein zentraler Grund ist die Plünderung der natürlichen Ressourcen in Afrika durch die unfairen Handelsabkommen. Diese Handelsabkommen werden in Europa Partnerschaftsabkommen genannt, obwohl sie den afrikanischen Ländern aufgezwungen werden und im Grunde dazu beitragen, die Reichtümer des Kontinents nach Europa zu bringen. Wenn hingegen Menschen aus Afrika nach Europa kommen, sagt man ihnen, dass Europa nicht das Elend der ganzen Welt aufnehmen könne. Die Aufnahme der Reichtümer aus aller Welt scheint für Europa aber seltsamerweise kein Problem zu sein. Ich möchte die europäischen Politiker und auch die europäische Öffentlichkeit mit diesen Zusammenhängen konfrontieren. Ich setze mich auch für eine andere, für eine bessere Migrationspolitik ein. Für eine Politik, die die Menschen nicht ausgrenzt und in Lager sperrt, sondern sie zusammenbringt. Eine Politik der Aufnahmebereitschaft. Diese Arbeit mache ich nun hier in Europa.